Zuletzt sahen sie bei Star Trek Online. Ach, wisst ihr was? Guckt euch den ersten Teil an, ehe ich hier wieder irgendwas sinnlos zusammenschneide, was dann eh nicht wirklich das repräsentiert, was im ersten Teil passiert ist. Guckt euch bitte den ersten Teil an. Wir machen einfach weiter im Hauptprogramm. It was a good day to die for the Krenem. Kapla. Na ihr Redshirts, schneidet euch meine Scheibe von den Delegierten ab. Die haben bessere Waffen als ihr. Noobs. Entschuldigt bitte. Ah, hier müssen wir mit dem Deferi reden. I thought my life path was at an end. My thanks for proving me wrong. Gern geschehen. This wasn't supposed to happen. History says the Accords were signed without incident. There's no mention of an attack. We should return to our ships and see if we can help with defensive efforts. Jetzt ist auch noch mein Schiff hier! Oh Gott, dammit, Jim. So viel zur Zeitlinie. Ist kein Wunder, dass das hier alles in die Brüche geht. Those look like Krenem ships, and they're attacking in force. We've got to stop them before they disrupt the timeline any further. This conference will not continue. I won't abide it. All ships, fire at will. Leave no survivors. Das könnt ihr ja gerne probieren, ja. Oh, gegen die hier sind wir gar nicht. Im 25. Jahrhundert gibt's, was sagt man, 28. Jahrhundert gibt's noch Miranda-Klasse Raumschiffe. Ach, da ist ein temporales Schiff. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, da ist die Gruppe, die wir angreifen sollen. Sekunde mal. Ist das Krenem aus unserer Zeit? Dass wir nämlich gerade durch den Kopf geht, ist eigentlich, sollten wir doch gar keine Chance gegen die haben. Obwohl, wenn ich mal bedenke, dass wir eigentlich auch nicht eine Chance gegen die Iconics haben sollten. Ja, es ist mein Schiff. Und? Oh no, not this time. This time you will not prevail. Taste the bitter dregs of failure. Okay, also seid ihr doch aus dem 25. Ich bin gerade total konfus. Das sind definitiv Krenem-Kriegsschiffe, die wir seit Voyager kennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Krenem innerhalb von 400, 500 Jahren nicht ein bisschen technischen Fortschritt gemacht haben. Also, ach, whatever. Lasst sie uns besiegen und dann gucken wir mal weiter. Warning. Ship is under attack. Engage weapons and engines. Ship is under attack. Increase in ship speed Oh, ich habe recommended. gerade mein Dings weggepackt, mein Slipstream-Antrieb. Recommend torpedo launch now. Nicht gut. Ruf beantworten, das war's schon, okay. The Nakul have used the Krenem attack as a cover to attack the temporal sensor array. All our forces are tied up fighting the Krenem. We can't afford to lose that array. It monitors the time stream for incursions. If it were damaged, people could travel into the past without being detected. Curious. The Krenem and Nakul vessels have started fighting each other in the confusion. Let's make the most of that, shall we? Okay, einverstanden. Warum sind die echt so blöd und greifen sich jetzt gegenseitig an? Reden im Schlachtschiff. Warning. Ship is under Und hier sind attack. Nakul-Schiffe, Engage ha? weapons and engines. Interessant. Target shields have failed. Was können Recommend die Nakul torpedo so? launch now. Plasma ausstoßen. Ah, okay. Da ist noch irgendwelche Krenem-Schiffe. Der Richtung, ja?
Dieser Planet, das ist krass. Wer baut so was Riesiges hier bitte um einen Planeten? Ah, hier ist das Array, ha? Noch mehr Nakult-Schiffe. Die haben uns ja gar nichts entgegenzusetzen. Ich dachte, die kommen aus dem 29. Jahrhundert. Warum sind das denn so leichte Opfer? Oh, während die hier in diesem Modus drin sind, sind sie immun. Also das ist interessant. Der hat uns gerade genau gar keinen Damage gemacht. Ernsthaft? Seine Fähigkeit scheint leicht verbuggt zu sein, ne? We've cleared out most of the Krenim ships. Engaging Anoraks now. The more the merrier. Was? Anoraks? Ist etwa unser... Toll, den haben wir so mühsam aufgebaut. Das sagt jetzt gerade ja nicht, dass der... Dass dieser, wie auch immer er jetzt hieß, das Schiff geklaut hat. Na gut. Wenn Janeway das Schiff aufhalten kann, schaffen wir das schon lange. Das war's. I seem to remember a little about him from my briefing on your timeline. He was a Krenim researcher on the Anoraks timeship project, if memory serves. Neu. Richtig, so hieß er. Den würde ich mir jetzt gerne vorknüpfen. Ja, er hat uns gegen die Elkonianer geholfen. I see. Something must have disturbed the timeline. And Noi himself, it seems. We need to return to your time to investigate. I'll accompany you, but I cannot interact with anybody from your timeline. Time is of the essence. Are you ready to go? Wäre es nicht besser, wenn wir hier bleiben? Dass wir mit dem Array gucken können, wo er quasi seine Mission gestartet hat und ihn dann an dem Zeitpunkt aufhalten? Na gut. Verlieren wir unseren taktischen Vorteil, fliegen zurück in unsere Zeit, whatever. Ich bin ja hier nicht der Zeitreise-Experte. Ich kenne ja bloß Star Trek Enterprise. Oh, dieser Neu, der... Was hat der jetzt auf einmal? You are cleared for docking. Da ist noch die Krenim-Waffe. Ich hätte schon mal den Phaser bereit. Welcome back to Kiana. We hadn't expected to see you again so soon. To what do we owe the pleasure? Ich habe einige Fragen über Neu. Noi? Well, he's been working on some secret project of late. To be honest, he's been more than a little hostile. And that's saying something for Noi. I was about to check in with him. If you would like to accompany me. Auf jeden Fall. Warum kriege ich jetzt nicht ein Außenteam? Oh, irgendwas stimmt. Sekunde mal. Irgendwas stimmt gerade mit meiner Maus nicht. Jetzt geht's wieder. Entschuldigt bitte. Hallo Neu. Oh, it's you. I thought I'd seen the last of you after you flew off to your great victory over the Iconians. Well, what do you want? I'm very busy. An was arbeitest du eigentlich gerade, mein Freund? Come now, you can read, can't you? Access my latest report to command if you want to know what I'm working on. Feel free to waste the time of the charming bureaucrat standing next to you. But I'll thank you to stop wasting mine. Now, if this interrogation is over, I've more important matters to attend to. Good day. Sehr netter Mensch. Wir sind hier noch nicht fertig Neu. Und mäßigen Sie Ihren Tonfall. Oh ja, charmant wie immer. Das ist eine Ihrer besseren Eigenschaften. Nein, mäßige deinen Ton, Junge. Ihr checkt's nicht, dass ich ein Phasergewehr in der Hand habe, oder? Es geht doch weg. Like I said, more than a little hostile. He's been like this for some time now, and no one's sure why. Im Grund zur Annahme, dass er Verrat üben wird. Okay, hört sich merkwürdig an der Satz. Es ist möglich, einen Einblick auf das, woran er arbeitet, zu erhalten. Treason? Noi? I mean,
Sure, he's been difficult to work with, but... Oh, I hope you're wrong. Noi has top-level access to everything we're working on here. I don't need to tell you how much damage that could do in the wrong hands. Let me call up his files. Schnell. He was working on the Anoraks. Wait a minute. It looks like he was accessing the launch protocols and docking clamp. Arschloch. Oh Gott, der Typ. So eine kleine... Ah, I see you found my farewell gift, Trala. I'm so glad. As for you, I'm taking command of the Anoraks now. I can see that bothers you greatly. So will the numerous bombs I've left behind. Ich wusste doch, dass man denen nicht vertrauen kann. Schnell die Bomben entschärfen. Das ist ein Arschloch, wie er im Buch steht. Vor allen Dingen mit dem blöden Anoraks kann er jetzt alles machen, was er will. Haben wir ja eben gesehen. Das 25. Jahrhundert, Quatsch, das 28. Jahrhundert fliegen und da alles kaputt machen. So ein Arsch, Alter. Tarla wiederbeleben. Mein Gott, ich kann heute nicht lesen. Furchtbar. Noi stole the Anoraks? I can't believe it. How could he do such a thing? What drove him to betray us like this? Ich hoffe, mein Schiff ist gerade hinter dem Ding hinterher. Vielleicht finden wir einen Hinweis auf seinen persönlichen in seinen persönlichen Logbüchern. There's only one way to find out. Computer, bring up the research notes and personal logs of researcher Noi. Authorization Trala 23, Victor 6 Sigma. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da finden werden. Ich glaube nicht, dass mein Schiff gerade hinter dem Anoraks hinterher ist. Warum sollte es? Please input your selection below. Personal log supplemental. We had some visitors from the Alliance today. Noi was rather rude to them, but I managed to smooth things over. This time. Still, he has good reason to be stressed. The war isn't going well, and there's a lot of pressure on him right now. He could be a bit more agreeable, however. Perhaps a peace offering. Those Terran snack cakes he's so fond of with the... What is the word? Nougat. I tried to tell him about the baby again last night, but he was so stressed out. I just couldn't add to his burden. Hopefully things will calm down a bit soon and I can tell him. On a positive note, my work is progressing quite well. I believe these logs should now be shielded from any kind of temporal incursion. Na toll, der hat es mit der Toten. Tot nicht, aber mit der aus der Zeit eliminierten Frau rausgekriegt. Der aus der Zeit eliminierten Ehefrau. Please input your selection below. Personal log supplemental. My review of the time capsule files is complete. What I have learned has shocked me to the very core of my being. I had a wife, and she was pregnant. My wife and unborn child were murdered by the Federation and their allies. They devastated my people, murdered my family, and erased an entire species from time and space. I cannot let this stand. This I vow. I shall not rest until I have restored my family or avenged their deaths. Time itself shall be the instrument of my vengeance. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich habe den gesamten Alkonianischen Krieg über gesagt, verhandelt mit den Kränen über Chronotonwaffen. Nicht über ein ganzes super Schlachtschiff, was Leute eliminieren kann.
What the fuck? Jetzt zahlen wir dafür. Toll gemacht, wirklich. Oh Gott. Please input your selection. Personal log supplemental. At last I have found them. The Tutarians. Or rather, what they have become. Some of them managed to escape the treachery of the Federation, finding sanctuary in a trans-dimensional void. They are powerful. So powerful that some primitive species worship them like gods. And yet they are trapped in their realm, no longer able to exist within prime space. But I can help them. I can release them from Durance Vile. With these builders at my side, I shall have my vengeance for Claudia. Ich möchte jetzt gerne ins 22. Jahrhundert zurückfliegen und einen Arschtritt Admiral Quinn geben lassen von Captain Archer. Toll, wir haben die Sphärenbauer erschaffen, in Anführungsstrichen. Gut, das hat zwar schon jeder, der Plot hier ist ziemlich vorhersehbar und das hat eigentlich schon jeder gewusst, als die Frau das allererste Mal aufgetaucht ist, aber ich möchte jetzt gerne einen Arschtritt von Archer bekommen. Please input your selection below. Download complete. What the? We're under attack! Willst du mir jetzt echt sagen, dass die ganze Zeit war neu hier im Orbit der Station? Ernsthaft? Noi has returned, and he's made a number of potent modifications to his ship. We could use some help up here with him and his allies. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass der hier, während wir die Logbücher durchgeguckt haben, die ganze Zeit da gewartet hat. Er ist also zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, was hat er für ein Schiff? I have been waiting for this for a long time. At last, I take the first fateful steps upon my path of vengeance. Mach jetzt hier nicht ein auf Khan. Aber ich habe sie doch gerade gesehen. Woher haben sie ihre Verbündeten und was haben sie mit dem Anorex gemacht? Sie werden ihre letzte sein, wenn sie nicht aufpassen. What the fuck is going wrong? Sie werden ihre letzte sein? Okay, wir nehmen das erste. As always, your thinking is so limited. For you, it has been moments. But for me, it has been years. Years of planning, building, all to return to this moment in time, to end you. Dazu muss es nicht kommen, Neu. Oh, but it does, believe me. You took them from me, my wife, my unborn child. Time was your weapon then, and it is mine now. With it, I will eradicate your wretched alliance, just as you wiped the Tutarians from history. But first things first, it's time for you to die. Today is not a good day to die. Das glaube ich nicht. Sie sind Wissenschaftler und kein Captain eines Schiffes. Geben Sie auf sofort. Lächerlich. Sie sind besser als das, Neu. Halten Sie sich zurück. Oh Gott, das sind zwei wirklich läppische Antworten. This is Walker. We've got our hands full with Noi over here, but we'll keep him busy while you defend the station. We could use a hand once it's secure, though. Anorax packs quite a punch. Sag mal, hat Walker nicht so einen temporalen Disruptor wie dieses kleine Aeon-Schiff? Nein, wirklich nicht? Oh Gott, dammit. Ja, wirklich die besten Alliierten aller Zeiten. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, was soll der Anorex gegen ein Wales-Klasse-Raumschiff ausrichten können? Gar nichts. Noi has learned some new tricks. This definitely isn't the same Anorax we left a few minutes ago. Naja, super. Trotzdem solltest du den leicht überwältigen können. Warning. Ship is under attack. Engage weapons and engine. Target shields have failed. Recommend torpedo launch now. Hier läuft gerade alles aus dem Ruder und wir sind also verantwortlich für einen temporalen Kalten Krieg. Ach ja, ist es nicht schön, wenn man was hat, auf das man stolz sein kann? Nicht. Besiege Neu. Was macht der da? 1? Was hatte der da gerade für komische Zeichen?
Warning. Ship is under attack. Wollen wir jetzt mal die Engage Anoraks weapons aufhalten? and engines. Sollte relativ einfach sein, ne? Ja, guckt euch das an. Ort und Datum unbekannt. Wir sind offensichtlich in einem Zeitwirbel. Admiral, wir sind mit der Anoraks in den Zeitfluss gezogen worden. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Ziehen Sie auf Ihren Maschinenraum und deaktivieren Sie den Hauptantrieb. Das wird nicht viel bringen. Der fliegt schon ganz schön lange, der Gute. Wo will denn der hin? Wow, jetzt hat er seine Geschwindigkeit erhöht. Warum können wir eigentlich gerade hier mit Phasern schießen? Whatever. Wir sind ja nicht auf Warp, geht mir gerade durch den Kopf. Au. Das nenne ich Volltreffer. Und wir schießen immer noch Cutting Beam. Komm, Captain Walker. Deaktivieren Sie meinen Cutting Beam. There you are. I thought we'd lost you. What happened to Noi? Er hat unser Warpfeld beschädigt und konnte im Chaos entkommen. Damn. A rogue agent out there with a ship like the Anoraks is a big enough problem. But I'm afraid the news gets worse. My science officer tells me that Noi's ship is using sphere builder technology. Looks like they're back and with a vengeance. We've got a lot of work to do, but let's take it one step at a time. Let's get you back to the 25th century once you're ready. Okay, einverstanden. Ach du heilige Scheiße. Also jetzt steht es definitiv fest, wir sind die Ursache für den temporalen Kalten Krieg. Und damit eigentlich auch für das Event, was Star Trek Enterprise zur Sau gemacht hat. Scheiße. Oh Gott, ihr seid schuld daran, dass die ersten beiden Staffeln von Enterprise so scheiße waren. Nein! Entschuldigt bitte. So, Noi turned against us, huh? This is troublesome. With his theft of the Anoraks, he poses a great threat to the galaxy. Sadly, I don't think we've seen the last of him. The surprise actions of the Nakul are also a concern. What could they be up to, I wonder? Regardless, I think you'll agree. The battlefield just got a lot bigger. Ein paar Jahrhunderte? Sofern das jetzt überhaupt Sinn ergibt. Ja, jetzt kriegen wir hier unsere wöchentliche Belohnung. Ja, wir könnten uns jetzt hier die Polaron-Waffen aussuchen. Das möchte ich an der Stelle allerdings nicht tun. Ich nehme jetzt hier keinen Loot an. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es geht mir hier um die 400 Dinger, die wir hier kriegen für das neue Schiff. Das habe ich ja schon ausgerüstet. Ich habe gestern schon mal 40 davon geholt durch Zufall. Wie man an die 40 Preisdinger hier rankommen kann, das zeige ich euch später in einem Video. Ich möchte persönlich erstmal hier das Kobali-Schiff mir holen. Aber da muss ich erstens warten bis heute Abend. Man kann momentan diese neuen Dinger da nicht einzahlen. Das geht erst heute mit dem Patch. Um 16 Uhr wird es da nochmal gepatcht, wo so ein paar Bugs fixen. Darunter ist dann eben auch dieser Bug. Das Kobali-Schiff, ich habe es mir letztes Jahr nicht geholt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte das Kobali-Schiff letztes Jahr nicht wirklich. Ich gebe es hier mit Hochoffizier zu. Ich habe mich aber das ganze letzte Jahr darüber geärgert, dass ich es mir nicht geholt habe. Deswegen möchte ich es dieses Jahr auf jeden Fall ausnutzen. Aber ich möchte auch gleichzeitig nicht das Schiff hier vergessen. Deswegen möchte ich die 400 Dinger, die wir hier kriegen, auf einem anderen Charakter haben. Damit ich eben parallel beide Schiffe holen kann. Gott, mein Deutsch ist heute furchtbar. Fassen wir es mal zusammen. Das Mission Briefing am Anfang der Mission war sinnlos. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Nichtsdestotrotz, jetzt mal Sarkasmus in den ganzen Scheiß beiseite. Holy shit.
Ich habe es prophezeit. Das Ding macht uns Ärger. Der Anorex Dreadnought macht uns noch Ärger. Und was passiert? Ja, wir sind schuld daran, dass im 22. Jahrhundert 7 Millionen Menschen sterben. Wir sind schuld an der Sinti-Krise. Wir sind eigentlich auch schuld am temporalen Kalten Krieg. Weil wir Neues Frau eliminiert haben aus der Zeit. Er hat es mitbekommen, weil sie in der alten Zeitlinie ja noch die Daten gesichert hat. Na, klasse. Vielleicht hätten wir das verhindern sollen. Oh Gott. Das ist jetzt aber interessant. Obwohl ich mich eins frage, warum versucht er nicht in die Zeit zurückzureisen? Oh. Warum sagt mir mein Gefühl gerade, dass wir in die Zeit zurückreisen werden? Zu dem Zeitpunkt, wenn der Anorex fertiggestellt ist. Wartet mal, was war das für eine Episode? Ich glaube, es war Butterfly, ne? Wir werden bestimmt in die Zeit zurückreisen von Butterfly, von Schmetterling. Dann wird Neu versuchen, uns aufzuhalten, die Zeitlinie nicht zu manipulieren. Und dementsprechend will er dann seine Frau retten. Ich wette, es kommt soweit. Und wir werden ihn aufhalten. Ich denke nicht, dass dass wir ihn gänzlich aufhalten. Er wird dann wieder weiter in die Vergangenheit fliegen oder weiter in die Zukunft fliegen, um dann mit den Sphärenbauern gemeinsame Sache zu machen. Aber es erklärt für mich immer noch nicht so richtig, warum die Sphärenbauer später dann die Sphären bauen. Ich meine, schon klar, sie wollen unsere Galaxie wieder umwandeln, damit sie in unserer Galaxie überleben können. Alles klar. Aber haben die das im 26. Jahrhundert, wo sich dann die Enterprise J einmischen wird, haben die das im 26. Jahrhundert auch mit Sphären gemacht? Oder? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich wette, wir werden im Laufe des Jahres definitiv noch die Enterprise J sehen. Wir werden definitiv noch das 26. Jahrhundert sehen. Und ich persönlich hoffe ja auch so ein bisschen, dass wir auch das 22. Jahrhundert sehen. Und uns bei Archer entschuldigen dafür, dass wir seine Serie vernichtet haben. Na gut, okay. Sehr interessante Episode, auch wenn der Plot etwas vorhersehbar war. Aber ja, nicht schlecht. Ich war erst nicht so ein Freund von diesem Zeitreisekonzept und temporalen Kalten Krieg-Konzept, aber naja, ich will mal sagen, mit guten, in Anführungsstrichen, Schriftstellern kann man aus einer Scheiß-Story auch eine gute Story machen und das hier war ziemlich spannend. Ach ja, und was haben wir in der Episode noch gesehen? Redshirts sind sinnlos, Sicherheitsteams. Wer braucht so einen Scheiß? Delegierte sind besser bewaffnet als Redshirts. Jasch! Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich denke mal, dann werde ich euch ein bisschen näher das Event hier zeigen. Ja, bis dahin. Schausen.